zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Für diese Jacke, die habe ich wieder ganz einfach gehalten, benötigen wir zuallererst ein Rechteck. Das Rechteck besteht einmal aus eurem Brustumfang plus 5 cm. Ja, also in diesem Fall 100 plus 5 und 105. Und die Länge vom unterm Ärmel herab, wie lang eure Jacke werden soll. Wenn ihr das Ganze dann aufklappt, würdet ihr dann ein ziemlich großes Rechteck haben. Also wird mein Rechteck eine Länge von 105 cm bekommen. Und hier werde ich wahrscheinlich so um die 40 cm nehmen, da ich hier nur möchte, dass es eine kurze Jacke wird, also nicht allzu lang. Im späteren Verlauf dann werden wir alles aufteilen und die Ärmel dann einarbeiten, aber das ist dann der nächste Schritt. Wie gesagt, messt jetzt zuallererst euren Brustumfang aus, rechnet 5 cm drauf, das ist wichtig, damit die Jacke nicht zu eng sitzt. Das wird die Länge des Rechtecks werden. Und dann messt ihr einmal von unterm Arm herunter, wie lang die Jacke werden soll. Und das ist dann die Breite des Rechtecks. Da ich diesen Riesenlappen euch leider nicht in der Kamera zeigen kann, werde ich euch das Muster, welches auch ganz simpel ist, ich habe mich hier fürs Veilchenmuster entschieden, auf einem kleinen Stück. Das Ganze häkel ich mit einer 4,5er Nadel, also einer recht großen Nadel, und einem Farbverlaufsbobbel dreifädig. Alle Angaben zur Wolle, zur Nadelstärke und zum Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, auf die Nadeln, fertig und los, kommen wir zum Muster. Das Muster, das wird das Veilchenmuster sein. Dadurch wird die Jacke halt auch ein bisschen fluffig und dicker, trotz dreifädigen Farbverlaufsbobbel und der großen Nadel. Dadurch bleibt es auch noch schön locker. Und wir brauchen nichts anderes wie eine Luftmaschenkette, die teilbar durch 2 plus 1 ist. Also als Beispiel, ich habe bei mir ja 105 cm ausgerechnet für den Umfang und werde nun für die Jacke eine Luftmaschenkette so weit anschlagen, bis ich auf meine 105 cm in etwa kommen. Ihr könnt die direkte Kette verwenden, ihr könnt aber auch mit einer Luftmaschenkette arbeiten. Das hat hier keinen großen Unterschied zur Folge. Und ich habe am Ende, das kann ich euch jetzt schon sagen, 167 Maschen für Größe M für die Jacke benötigt. Aber wenn ihr allerdings für eure Größe häkeln und das Ganze individuell auf euch anpassen müsst, dann häkelt jetzt eine Luftmaschenkette, die so lang ist, bis ihr euren Brustumfang plus 5 erreicht habt. Dann zählt einmal durch und schaut, dass die Maschenanzahl teilbar durch 2 und plus eine Masche mehr ist. Für dieses schöne Muster benötigen wir also eine Maschenanzahl teilbar durch 2. Ich werde jetzt hier einfach mal 20 Luftmaschen anschlagen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und plus eine. Also habe ich jetzt 21 Maschen, teilbar durch 2 plus eine mehr. Als nächstes halte ich mit dem Daumen die Masche fest, die letzte, und häkel noch einmal 3 Luftmaschen hinzu, wie für ein Stäbchen. Nun steche ich in die erste Masche, habe 2 Laschen auf der Nadel. Dann in die zweite, hole den Faden, 3. Nun gehe ich in meine erste Masche, habe 4 und nehme mir nochmal 2 Maschen, 5 und 6. So, jetzt habe ich 6 Schlaufen auf der Nadel. Und diese häkel ich jetzt alle gemeinsam ab. Und dann hat sich hier schon die erste Masche gebildet.
setzen wir uns dann den Marker und schließen dann, ganz wichtig, nochmal mit einer Luftmasche. Somit haben wir diese 2 Maschen, die für ein Pfeilchen benötigt werden, verbraucht. Nun möchten wir das nächste häkeln. Dazu gehen wir direkt in diese Schlaufe, die wir jetzt mit der Luftmasche gehäkelt haben, holen den Faden durch, haben schon mal 2 auf der Nadel. Dann zieht sich das hier etwas zusammen, und zwar hier dieser Fächer, der sich hier gebildet hat. Da geht ihr dann seitlich rein und habt sozusagen, wie man sieht, eine ganze Masche drauf. Holt den Faden, habt 3 auf der Nadel. Danach kommt die benutzte Masche, also die ihr hier zum Schluss zuletzt geholt habt. Holt den Faden durch, habt 4 Laschen auf der Nadel und holt euch dann nochmal 2 neue dazu. So, jetzt haben wir wieder 6 Stück auf der Nadel und maschen alle gemeinsam ab. Das Ganze dann wieder mit einer Luftmasche schließen und somit haben wir wieder unsere 2 Maschen belegt. Noch einmal in das Löckchen, was sich hier gebildet hat durch unsere Luftmasche, Faden holen. Das nächste holen wir uns aus dem Fächer selber. Wenn wir von oben drauf gucken, ist das wie eine komplette Masche. Da holen wir uns den Faden. Dann, wenn wir die Kette gerade ziehen, die belegte, letzte belegte, stechen wir auch noch mal ein, holen uns den Faden und danach noch mal 2 der neuen Luftmaschen. Jetzt haben wir wieder 6 auf einer Nadel und alle wieder gemeinsam abmaschen und mit einer Luftmasche schließen. Oben in das gebildete Löckchen einstechen, Faden holen. Dann den Faden am Fächer holen. Dann den Faden an der belegten Masche holen und 2 aus den neuen Maschen. Sechs Laschen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen und mit einer Luftmasche schließen. Löckchen, Fächer, benutzte Masche und 2 neue. 6 Laschen auf der Nadel, alle gemeinsam abmaschen, mit einer Luftmasche schließen. Löckchen, Fächer, benutzte Masche oder besetzte und 2 von den neuen Maschen. 6 Laschen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen, mit einer Luftmasche schließen. Löckchen, Fächer, benutzte Masche und 2 neue. 6 Laschen auf der Nadel, alle gemeinsam abmaschen, mit einer Luftmasche schließen. Löckchen, Fächer, belegte Masche und wieder 2 neue Maschen. 6 Laschen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen, mit einer Luftmasche schließen. Und ab hier jetzt einmal bis zum Ende. So, und wenn man dann schon weiß, wo man einstechen muss, dann ist es ganz einfach. Dann gehe ich einfach nur noch hin, mache 1, 2, 3, 4,
und 5. Also 5 mal einstechen für 6 Laschen auf der Nadel. Und zum Schluss, ganz wichtig, auch hier die Luftmasche nicht vergessen. Nur so ist das Pfeilchen komplett. Nun haben wir ein schönes elastisches Muster. Von der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Wir könnten jetzt auf dem Rückweg schon wieder direkt mit den Pfeilchen häkeln. Ich finde persönlich aber, es kommt am besten zur Geltung, wenn man jetzt mit einer Reihe feste Maschen beginnt. Dazu eine Luftmasche drehen und hier nicht falsch einstechen, nicht in diese erste Masche, sondern das hier war eure letzte Masche. Dieses Löckchen an der Seite. Ist auch alles ein bisschen locker, dadurch, dass ich jetzt mit der großen Nadel häkel. Aber ich finde, dann kommt das Muster auch besser zur Geltung. So, dann beginne ich hier schon mal mit der festen Masche. Und dann habt ihr hier auch jetzt so ein Zipfelchen überstehen. Das benötigt ihr in der nächsten Reihe. Deswegen macht euch da keine Gedanken, dass das jetzt hier so absteht. Und hier werden wir jetzt einfach in jede Masche und vor allen Dingen in jedes Löckchen eine feste Masche häkeln. Dabei haltet immer einen Rhythmus ein. Masche. Und hier wäre jetzt auch die nächste Masche, aber wie ihr seht, diese zieht sich etwas zusammen und von vorne ist es das Löckchen von diesem Fächer. Also verteilen wir jetzt immer die festen Maschen. Masche. Löckchen. Masche. Löckchen. Masche und so weiter. Denn wie gesagt, je nachdem wie ihr häkelt, zieht sich diese Masche von diesem Löckchen sehr arg zusammen und ihr würdet sie dann überspringen und am Ende wird das Ganze schief, weil euch die Maschen fehlen. Was auch trotz Marker, die ich am Anfang und am Ende setze, wichtig ist, je nachdem wie viele Maschen ihr für euer Projekt angeschlagen habt, solltet ihr je nachdem, wie viele Maschen ihr für euer Projekt angeschlagen habt, diese Fächer dann einmal durchzählen. Und immer mal wieder probeweise wieder mal durchzählen. Sonst kommt ihr am Ende, je nachdem, was ihr für ein Projekt habt, ich sage jetzt mal eine Jacke oder ein Pullover, am Ende an, nach 40 cm, und das ist ja schon beachtlich, was man da häkeln muss. Zählt einmal durch und wundert euch, warum ist denn das so schief? Weil euch eine Masche flöten gegangen ist. Und das geht hier halt recht schnell. Dadurch kann das Projekt auch recht schnell schief werden. Trotz Marker, weil ihr ja hier mittendrin irgendwo dann eine übersehen habt. Und daher immer probeweise mal nachzählen. Ist nun ein kleiner Tipp am Rande. So, und dann kommen wir jetzt zur nächsten Reihe. Ich zeige euch noch einmal jetzt die Pfeilchen, nachdem wir halt diese 2 Reihen gehäkelt haben. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen. Drehen und stechen dann in die erste Schlaufe ein, in die zweite Schlaufe ein, haben 3 Laschen auf der Nadel. Na, von diesen 3 Luftmaschen, die erste haben wir ja schon im Grunde auf der Nadel. Dann gehen wir in die erste Masche rein, holen den Faden und dann zweite und dritte. Also am Anfang sind dann die ersten 3 Maschen. Jetzt danach holen wir immer nur 2 neue dazu. So, häkeln alle gemeinsam ab. Und schließen mit einer Luftmasche. Und dann geht es ab hier wieder weiter. Durch das Löckchen, durch den Fächer, durch die belegte Masche und wieder 2 neue Maschen hinzunehmen. 6 Laschen auf der Nadel,
alle gemeinsam abmaschen und mit einer Luftmasche schließen. So, und im Grunde habt ihr dann nachher eine schöne Vorderseite, wo alles so ein bisschen hervorsteht, die Pfeilchen schön zur Geltung kommen, und eine Rückseite, die man im Grunde auch benutzen kann. Also sie sieht jetzt nicht allzu übel aus, aber ich finde, so hat man eine schöne Seite. Und wenn ihr jetzt die feste Maschenreihe dazwischen weglasst und direkt wieder mit Pfeilchen loslegt, dann habt ihr natürlich von beiden Seiten gleich schön. Nachdem ihr eure Fläche soweit gehäkelt habt, müssen wir nun Rücken- und Vorderteile einteilen. Dazu legt ihr euer Häkelstück einmal mittig zusammen und markiert euch die Mitte, hier mit dem Orangenstreifen. Danach nehmt ihr eure gesamte Maße und teilt diese durch 2. Dann legt ihr die Maße, die ihr errechnet habt, genau mittig an und markiert euch dann links und rechts. So habt ihr von diesem Marker aus die Hälfte nach links und nach rechts markiert und euren Rücken ermittelt. Der Rest geht auf die Seitenteile. Als nächstes müssen wir dann nun 3 Teile einzeln hochhäkeln. Die linke Außenseite, die rechte Außenseite und die Mitte. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Und so sieht das Ganze schon mal nach 46 Reihen hochgehäkelt aus. 1 Meter mal 40 cm. Linken Teil vom Ärmel, 25 Reihen nach oben und die letzte Reihe ist eine Veilchenreihe. So sieht es dann aus, wenn dann die Mitte hochgehäkelt ist. Hier habe ich allerdings 26 Reihen gehäkelt und mit einer festen Maschenreihe beendet, da wir ja später das Ganze von links in die Mitte und von rechts in die Mitte zuklappen und vernähen und wir somit die Musterfolge einhalten. Und so sieht das Gesamtergebnis aus, nachdem dann auch links, rechts und Mitte fertig sind. 25 Reihen links, 25 Reihen rechts, beides mit dem Pfeilchenmuster beendet und die Mitte mit 26 Reihen mit der festen Maschenreihe beendet. Als nächstes klappen wir eine der Außenseiten auf die Innenseite. So. Nehmen uns ein Maßband hinzu und schauen mal, wie viele Maschen wir zunähen möchten, um unsere Trägerbreite herauszubekommen. So. Also ich gehe meistens von 10 cm aus und korrigiere im späteren Verlauf, wenn ich mir bewusst bin, ob ich einen Kragen dran machen will oder eine Kapuze. Deswegen vernäht nicht gleich so viel. Ihr könnt lieber später korrigieren als auftrennen. So, und das wären dann jetzt bei mir 2, 4, 6, 8, 9, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. 9 Pfeilchen sind knapp 10 cm. Und diese werde ich dann jetzt mit dem Matratzen- oder Couchstich auch genannt, beide Seiten von außen nach innen 10 cm zunähen. Und wie der Stich geht, das zeige ich euch dann jetzt. So, ich habe jetzt einmal 9 Pfeilchen vom vorderen Teil und 9 Pfeilchen vom hinteren Teil abgezählt und mir diese mit einem Marker hier festgemacht, damit wir alles schön gleichmäßig haben. Dann fixiere ich mir den Faden an der Seite. So. Und dann haben die Maschen an sich schon knapp einen halben Zentimeter, also kann man sich schön danach richten und nehme mir immer so schräg eine Masche, die erste Masche von hinten, lege den Faden über, dann nehme ich mir, ist eigentlich fast die perfekte Höhe, auch wieder schräg eingestochen, die zweite Masche dann von vorne, lege den Faden über und normalerweise würde man immer beim Überlegen des Fadens in Höhe des Fadens dann circa einen halben Zentimeter einstechen am hinteren Häkelstück
Faden dann wieder hierhin überlegen, einen halben Zentimeter am vorderen Häkelstück, Faden überlegen, einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück. Und das nennt man einen Couch- oder Matratzenstich, gibt eine schöne flache Naht. Und natürlich nicht zu weit festziehen. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, haben wir eine super flache Naht. Und dadurch, dass ich am linken und am rechten Teil mit dem Veilchenmuster beendet habe und beim Rückenteil mit dem festen Maschenreihe, haben wir jetzt hier die schöne Musterfolge. So, ich werde jetzt beide Seiten noch fertig vernähen und dann sehen wir uns zu den Ärmeln. Bis gleich. So, beim Ärmel beginne ich im Achselbereich, unten recht mittig, und fixiere dort den Faden. Und beginne mit 3 Luftmaschen. Wenn es euch einfacher fällt, dann könnt ihr auch zuallererst eine Reihe feste Maschen rumhäkeln. Euch die Maschen, die ihr gehäkelt habt, aufschreiben, ganz wichtig, denn genau die braucht ihr auf der anderen Seite auch. Ansonsten werden ja die Ärmel sonst unterschiedlich. Ich werde hier direkt mit dem Veilchenmuster beginnen, weil ich finde, man kann es eigentlich recht gut erkennen. Ich nehme immer eine Schlaufe und eine Masche. Schlaufe, Masche. Hier kann man, glaube ich, auch gut sehen. Und verteile direkt die Veilchen. Also beginne ich hier mit 3 Luftmaschen. Erste, zweite. Dann gehe ich hier, wo ich begonnen habe, in die Masche, also in die belegte, dritte, und nehme mir dann 4 und 5 hinzu. Und dadurch habe ich meine 6 Laschen auf der Nadel. Auch hier dann wieder gemeinsam abmaschen und mit einer Luftmasche schließen. Marker setzen. Weiter geht's. Erste Masche ins Löcksken, zweite Masche in den Fächer, dritte in die belegte und dann nehmen wir 4 und 5 neu hinzu. 6 Laschen auf der Nadel, gemeinsam abmaschen und mit einer Kettmasche schließen. Löcksken, Fächer, belegte und 2 neue hinzuholen. 6 Laschen auf der Nadel, gemeinsam abmaschen und schließen. So, und das machen wir jetzt einmal komplett herum und dann zählen wir durch. Also egal, ob ihr die festen Maschen verteilt oder so wie ich jetzt mit Veilchen direkt anfangt, nach auf jeden Fall einmal durchzählen, denn das gleiche muss auch auf der anderen Seite sein, damit die Ärmel gleich werden. Und am Ende angekommen habe ich jetzt 34 Veilchen verteilt. Schließe hier nochmal mit einer Luftmasche und steche dann in die erste Masche ein und schließe mit einer Kettmasche. So, bei den Ärmeln ist jetzt allerdings wichtig, dass wir in jeder Runde die Richtung wechseln. Also wenden und dann ab hier die festen Maschen wieder verteilen. Und hier halt das gleiche wie bisher auch. Immer den gleichen Rhythmus. Masche, Löcksken,
Masche, Löckskin und Masche. So entgeht ihr das Risiko, eine Masche auszulassen. Wie gesagt, einmal durchzählen und wichtig aufschreiben, weil später lässt es sich vielleicht nicht mehr so gut erkennen und dann habt ihr Probleme beim anderen Ärmel. Ich habe hier jetzt 34 Pfeilchen verteilt gehabt, habe ich mir aufgeschrieben und muss darauf achten, dass ich beim anderen Ärmel auch 34 verteile. Wenn ihr allerdings ein bisschen Platz habt, dann könnt ihr es wegmogeln. Also überspringt dann eine Masche, zieht das Ganze etwas zusammen oder aber mogelt was dazu, wenn es zu eng wird. Denn ihr benötigt am Ende im Grunde nur 1 bis 2 Maschen, um dann das letzte Pfeilchen dazwischen zu quetschen. Ja. Und jetzt geht es eigentlich weiter, wie wir es bisher kennen, nur dass wir halt immer in Runden jetzt arbeiten, allerdings in jeder Runde wieder die Richtung wechseln. Also man kann sagen, das Pfeilchenmuster geht in die eine Richtung und die festen Maschen in die andere Richtung. Und dann haben wir nachher hier, wenn sich gegebenenfalls eine Naht bildet, diese schön in der Mitte. So, und dann häkelt ihr einfach so weit oder so lang, wie ihr den Arm haben möchtet. Wenn ihr am Ende kein Bündchen haben möchtet, dann dementsprechend länger. Macht da Stopp, wo ihr für euch empfindet, dass der Ärmel lang genug ist. Ja, und dann werde ich jetzt auch erstmal beide Ärmel häkeln. Das wird auch etwas Zeit in Anspruch nehmen und dann sehen wir uns zum Endergebnis der Ärmel. Bis später und viel Spaß. So, zurück nach 46 Reihen habe ich insgesamt nochmal 42 cm ab hier dran gehäkelt. Das reicht für mich, denn ich habe jetzt noch vor, ein schönes enges Bündchen hier vorne dran zu häkeln. Dieses werde ich allerdings separat häkeln und wie ich das mache, zeige ich euch aus einem anderen Video. Also nicht wundern, dass ich da gleich mit einer anderen Wolle arbeite. Das Prinzip bleibt das gleiche, genauso wie mit dem Annähen, auch ganz wichtig. Und ja, dann würde ich euch eigentlich nur noch zeigen, wie der Ärmel dann am Ende aussieht. Und dann kommen wir eigentlich schon zu der Knopfleiste und dem Kragen. Jo. Also schaut euch an, wie ich die Bündchen häkel und dann sehen wir uns zur Knopfleiste und dem Kragen. Bis gleich. Kommen wir zum Schluss und zwar zu den Bündchen. Die Bündchen halte ich recht schlicht, da mache ich mir Ribbündchen, die aus festen Maschen bestehen. Dazu schlage ich auch hier wieder eine direkte Kette an, diesmal aus festen Maschen. Dazu häkle ich 2 Luftmaschen, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe, durch eine für den Boden und durch 2 für die feste Masche. Jetzt hat sich hier auch eine Masche gebildet. Da steche ich ein, hole den Faden durch, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden und durch 2 für die feste Masche. Nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Einstechen, Faden holen. Beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Ihr könnt aber auch hier wieder eine ganz normale Luftmaschenkette machen. Ich werde 20 Maschen häkeln und dann mit festen Maschen zurückhäkeln. So, und dann jetzt erstmal bis auf 20 Maschen. So, kommen wir zur zweiten Reihe. Eine Wende Luftmasche und nun immer ins hintere Maschenglied, also in die hintere Lasche einer Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. Setzt euch am besten immer am Anfang und am Ende einen Marker, denn diese Maschen verdrehen sich bei dieser Musterung gerne. Und dann heißt es ab hier auch wieder immer im hinteren Maschenglied in die
hintere Lasche einer Masche eine feste Masche und das bis zum Schluss. Und am Ende in die letzte Masche auch nur in das hintere Maschenglied einstechen, denn wir möchten ja ein schönes elastisches Bündchen haben und da muss der Rand auch nicht fest sein. Für die nächste Reihe dann auch wieder eine Wendeluftmasche und auch hier wieder immer in das hintere Maschenglied. So, und indem wir Reihe für Reihe so häkeln, bekommen wir ein richtig schönes Rippbündchen. Schön elastisch und optisch auch sehr ansehnlich. So, ich werde dann jetzt erst einmal Reihe für Reihe häkeln, bis ich das Ganze einmal um mein Handgelenk herum bekomme. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück nach 36 Reihen sieht das Ganze jetzt so aus und wir können jetzt gleich den Faden abschneiden und vernähen. Also ich kann problemlos reinschlüpfen. Das braucht man natürlich zweimal und dann sind wir mit dem Bündchen für die Ärmel soweit fertig. Das gleiche Bündchen nehme ich auch für unten, natürlich um einiges länger. Und da kann ich euch jetzt keine Reihenanzahl nennen, weil da müsst ihr für euch schauen, wie lang geht der Pulli und wo sitzt das Bündchen dann und vor allen Dingen, wie viel Reihen braucht ihr, damit das Ganze perfekt sitzt und ihr es auch problemlos nachher noch an- und ausziehen könnt. Aber gleiches Prinzip, auch mit 20 Maschen und gleiches Muster. Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch, wie ich das Ganze alles soweit vernäht. Nun drehe ich den Pulli auf falsch herum, suche mir die schönere Seite aus. Bei mir sind jetzt beide eigentlich recht gleich. Stülpe das dann so rüber, verteile das etwas. Ihr könnt ruhig ein bisschen zuppeln. Sobald ihr nachher den Pulli ausschlagt, zieht sich das alles wieder super zusammen. Und dann sehen die Ärmel auch nicht mehr so ausgelatscht aus. So, jetzt schaue ich mal eben. Achselbereich wäre hier. Also fangen wir dann auch hier an. Hier allerdings müssen wir diesmal so annähen. Würden wir jetzt so mit dem Couchstich rumarbeiten, wäre das Ganze nicht mehr flexibel genug und ihr würdet womöglich mit dem Handgelenk später nicht mehr durchkommen. So, setze also hier Naht auf Naht, schön unterm Arm. So. Dann verteile ich nochmal alles so ein bisschen. Hier bleibt es auch gar nicht aus, dass ihr mal zwischendurch dran zieht. Aber wie gerade schon erwähnt, sobald ihr nachher fertig seid, einmal im Pullover ausschütteln und schon ziehen sich die Rippen auch wieder schön zusammen. So, und hier jetzt beim Vernähen recht dicht arbeiten, nicht zu weit auseinander, sonst habt ihr nachher Löcher. Und ab hier jetzt einmal komplett herum. Das Ganze dann auch am anderen Ärmel und am Bündchen unten. Und wer will, kann natürlich am Kragen oben auch noch, aber das lasse ich persönlich aus. Da mache ich mir nachher nur einen hauchdünnen Rand. Den häkel ich mir drum und dann sind wir auch schon am Ende
dieser Anleitung angekommen. So, ich werde jetzt auch noch eben die restlichen Sachen häkeln und annähen und dann zeige ich euch schon mal das Ergebnis. Und zum Schluss kann ich euch gerne noch den Rand zeigen, den ich für mich am Kragen dran mache. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Knopfleiste und Kragen werde ich in einem fertigen, indem ich von unten links einmal komplett herum um den Kragen bis auf die andere Seite unten rechts häkeln. Erstens der Vorteil, ich kann so lange nach links und rechts häkeln, bis die Jacke perfekt passt. Also immer mal wieder anprobieren, ohne dass ich irgendwie stückeln oder absetzen muss. Und Vorteil Nummer 2 ist, wenn ihr halt noch so viel über habt, dann könnt ihr auch schauen, ob ihr nicht sogar alles verwerten könnt und somit keine Reste produziert. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los. Ihr könnt den Kragen natürlich auch in Rippoptik machen, das ist auch gar kein Problem. Allerdings probiere ich diesmal es etwas anders aus, indem ich dieses Muster auf den Kragen übernehme. Also die ganze Jacke bis jetzt auf die Handgelenke komplett im Muster gestalte. Beginnen wir an einer Ecke und fixieren erstmal den Faden. 3 Luftmaschen. Ich nehme dann immer die ersten 2 beide Fäden mit und die dritte mache ich dann als Single. Und dann geht es weiter wie bisher. Erste Masche Faden holen, zweite Masche Faden holen, dann, wo wir hier angefangen haben, die dritte. Und jetzt müssen wir hier am Rand schauen, wie wir das Ganze verteilen. Also diese kleine Schlinge hier, die hat ja ungefähr die Breite einer Masche, aber die große Schlinge hat die Breite von 2 Maschen. Deswegen würde ich, um den Rhythmus jetzt hier reinzukriegen, wir haben hier noch so ein Stück, was ganz zu ist. Da hole ich mir jetzt erstmal noch die erste oder die nächste Schlinge. So. Und dann aus der großen. So, jetzt habe ich meine 6 Schlingen wieder auf der Nadel und kann diese gemeinsam abmaschen. So, und das mache ich deswegen, weil wir jetzt durch das Lückchen den ersten Faden holen. Durch den Büschel die zweite. Als nächstes die belegte, das wäre ja dann das große Loch, große Fläche. Und dann können wir nochmal die kleine hier mitnehmen. Dann müsste das auch 2, 4, 5. Quatsch. So, belegte Fläche. Dann brauchen wir noch einmal die große Fläche. Die große. Dann die kleine, genau. Jetzt sind wir richtig. Und die große. Dann haben wir unsere 6 Laschen wieder auf der Nadel. Maschen diese ab. Höchstgen. Dann die belegte Stelle. Dann haben wir schon 5. Und dann können wir jetzt hier wieder den kleinen Faden mitnehmen. Es ist ein bisschen komplizierter. Wem das Ganze zu kompliziert ist, der kann jetzt auch ganz normal entweder Stäbchen verteilen und dann mit Reliefstäbchen sich so ein Rippenbündchen häkeln. Wer die Nerven hat, immer wieder abzumessen und viel zu nähen, der kann auch nach dem Prinzip, wie ich die Ärmelbündchen gemacht habe, ein ganz langes Bund häkeln und das dann separat annähen. Oder halt, so wie ich jetzt, versuchen, das Muster komplett hin und her weiterzuführen. Das kann eigentlich jeder für sich selbst entscheiden.
Das hier ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil wenn wir hier nicht richtig verteilen, zieht sich das Ganze womöglich nachher zusammen. Also man muss schauen, wie man einsticht, dass man den richtigen Rhythmus kriegt, dass auch alles gleich ist, weil sonst sind nachher linke und rechte Seite komplett verschieden. Ja, hier bei dem Gefummel braucht ihr jetzt eigentlich nicht dabei sein. Ich denke, das Prinzip ist klar. Über Bilder im Übrigen von euren Projekten, wenn ihr diese Jacke nachgehäkelt habt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich liebe Bilder und vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie meine Projekte in anderen Farben oder etwas umdesignt dann gezeigt werden und aussehen. Also einfach nur super. Immer wieder, und das spornt mich ja auch an, neue Anleitungen zu machen. So, genug geblubbert. Ich werde jetzt hier meine Knopfleiste samt Kragen fertig häkeln und euch dann nur noch das Endergebnis zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns etwas später. Bis gleich. Nochmal kurz zurück, fast vergessen. Setzt euch bitte oben an den Spitzen links und rechts vom Kragen einen Maschenmarkierer. In jeder zweiten Runde, wo wir die festen Maschen dann häkeln, wenn ihr denn beim Muster bleiben wollt, müssen wir hier 3 feste Maschen in die gleiche Masche der Spitze häkeln. Also eine Zunahme erzeugen. Ansonsten würde sich es irgendwann nach innen oder außen wölben und sieht verdammt unschön aus. Mehr ist es eigentlich nicht. Ansonsten nur stupides Häkeln in Hin- und Rückreihen. Ja, und so sieht dann das Endresultat aus. Eine schöne, flauschige Häkeljacke. Das Ganze schließe ich vorne mit einer Schnalle. Ihr könnt natürlich auch einen Verschluss eurer Wahl reinmachen. Das bleibt jedem selber übrig. Und so sieht dann vorne das Bund aus. Das habe ich mit 15 Reihen gehäkelt. Danach hat die Breite für mich gereicht. Endreihe sind die festen Maschen. Hier nochmal die Schnalle und so sieht dann der Kragen aus. Naja, und was soll ich sagen? Ich habe mir dann nochmal einen halben Tag Zeit genommen, um Fransen zu schneiden und dran zu machen. Circa 15 cm lange Fäden. Und ich bin einfach schockverliebt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Über jedes Däumchen nach oben freue ich mich wie immer sehr. Und ansonsten, Mädels, lasst die Nadeln glühen. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Viel Freude. Bis dahin. Ciao, ciao.